Hallo, heute ist Donnerstag, der 17. Oktober 2019 und das heutige Video hat mal wieder etwas Transbezug. Ich beschäftige mich mal wieder mit dem klassischen Thema, was aus irgendwelchen Gründen immer zur Sprache kommt, wenn es um Transidentität geht, nämlich um Operationen. Konkret um Operationen im Intimbereich. Und da möchte ich über verschiedene Operationen mal so anschaulich wie möglich berichten, wie die überhaupt gemacht werden und wie das alles funktioniert. Das erste Video heute dreht sich um den Penoidaufbau, also den großen Aufbau. Das heißt, von einem phänotypisch eher weiblich aussehenden Genitalzustand versucht man rüberzukommen zu einem typisch männlichen Genital, was also mit einem Penis ausgestattet ist und Hodensäcken und so weiter. Das heißt, aus einem Genital, was relativ glatt und aus nicht besonders viel Haut besteht, muss etwas geformt werden, was einen Penis hat. Und dieser Penis besteht ja nicht aus Watte oder aus Weingummi, sondern das ist echte Haut und die muss von irgendwoher genommen werden. Deswegen geht es bei einem Penoidaufbau immer erstmal damit los, dass wir Spenderhaut brauchen. Und diese Spenderhaut kann von verschiedenen Stellen genommen werden, theoretisch. Es wird aber in praktisch 99% aller Fälle aus dem Unterarm genommen. Das heißt, ich zoome ran, ich zeige ungefähr hier. Von da bis da, sage ich jetzt mal, wird so ein Hautlappen entfernt. Je nachdem, wie dick jetzt euer Arm ist, reicht der Hautlappen einmal fast um den gesamten Arm herum. Oder er ist auch relativ schmal, das kommt jetzt auch auf die Operationstechnik drauf an. Ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen. Also der Arm ist praktisch fast immer das Spenderorgan, was die Haut abgibt. Es kann auch aus dem Oberschenkel der Hautlappen entfernt oder entnommen werden. Allerdings ist das Unterhautfettgewebe beim Oberschenkel deutlich, und zwar deutlich dicker als beim Arm. Der Arm ist ja relativ dünn und das ist aber auch, also das geringe Unterhautfettgewebe beim Arm ist halt auch tatsächlich nützlich, weil der Penis darf am Ende ja nicht so ein riesengroßer Brummer werden. Um Gottes Willen, was wollt ihr damit anfangen? Das ist ja wie ein drittes Bein. Sondern der soll ja relativ schmal werden und es kommt ja auch noch was rein. Erzähle ich nachher auch noch. Deswegen, eigentlich ist die Unterhautfettgewebedichte beim Unterarm genau richtig. Und der Oberschenkel wird wirklich nur dann genommen, wenn ihr ganz dünne Ärmchen habt oder ihr sehr zierlich seid, sodass einfach das bisschen Haut hier von eurem Arm nicht ausreicht. Dann wird der Oberschenkel genommen, aber halt meistens der Unterarm. So. Das heißt, Unterarm, wie gesagt, ungefähr von hier bis da, dass die Länge des Hautlappens richtet sich danach, wie lang der Penoid sein wird. Und nein, es heißt nicht nur, weil hier 18 cm Länge von einem Hautlappen entfernt werden, dass euer Penoid am Ende auch 18 cm lang sein wird. Nein, da braucht ihr noch ein bisschen Verschnitt und der schrumpft am Ende auch noch. Also meistens kommt man bei ungefähr 12-13 cm echter Penoidlänge raus. Das ist also absoluter Durchschnitt. Die Cis-Männer brauchen jetzt nicht neidisch zu werden. In den meisten Fällen ist das ein absolut durchschnittliches Ergebnis. Aber trotzdem braucht man halt ein bisschen noch Überstand, damit man das Ganze auch noch annähen kann. Also ungefähr so lang könnte jetzt dieser Hautlappen sein. Und jetzt gibt es schon so die ersten Unterschiede, wie breit der Hautlappen wird. Also ob der einmal von hier komplett rum bis hier hinten geht, das kann sein. Oder ob der vielleicht auch nur ein relativ schmales Stück von hier bis da ungefähr so breit sein wird. Das kommt nämlich darauf an, wie jetzt schon der erste Operationsschritt aussieht. Der Penoid soll ja am Ende nicht einfach nur so drum hängen wie so eine Wurst, sondern der soll ja funktional sein. Funktional heißt, man muss dadurch pinkeln können und man möchte damit im Idealfall auch Sex haben können. Und pinkeln, das ist schon das erste Stichwort. Das heißt, wir brauchen eine Harnröhre, die in der Mitte durch den Penoid durchgeht. Und wie diese Harnröhre erstellt wird, da gibt es jetzt schon zwei verschiedene Ansätze. Und je nachdem, welcher Ansatz benutzt wird, habt ihr jetzt schon entweder mehr oder weniger Spenderhaut, die ihr hergeben müsst. Möglichkeit 1 ist nämlich, die Harnröhre wird aus dem Hautlappen selbst gerollt und geformt. Das mache ich euch nachher mal vor. Da braucht man relativ viel Haut. Möglichkeit 2 ist aber auch, man formt die Harnröhre vor. Bevor der Hautlappen überhaupt entnommen wird, dann braucht man relativ wenig Spenderhaut. Ich versuche euch das mal vorzuführen, ohne dass es völlig lächerlich aussieht. Und zwar Möglichkeit 2, mit einer perforierten Harnröhre nennt man das auch. Da wird also
Bevor die Penoid-Operation stattfindet, ungefähr ein halbes Jahr vorher, wird die Harnröhre vorbereitet. Das heißt, hier wird ein Schnitt unter die Haut gesetzt oder durch die Haut gesetzt. Hier wird ein Schnitt durch die Haut gesetzt und dann wird hier ein Tunnel von dem einen Loch in das andere Loch rübergeführt und die Haut angelöst. So, jetzt habt ihr jetzt praktisch einen Tunnel, der von hier nach da geht. Dieser Tunnel wird ausgekleidet mit ein bisschen Spenderhaut, die von irgendwo hergenommen wird, wo es nicht stört. Das kann auch in Kombination mit der Mastektomie gemacht werden. Bei der Mastektomie wird ja sowieso Hautgewebe entfernt, was man nicht mehr braucht. Die Haut kann man gleich nehmen, um hier diesen Tunnel auszukleiden. Und dann hat man hier so einen Tunnel, damit der nicht wieder zusammenfällt und zusammenwächst, wird der Tunnel offen gehalten durch einen sogenannten Spacer. Das ist im Prinzip nur ein Schlauch, kein Gartenschlauch. Ja? Das ist ja ein stinknormaler Gartenschlauch, der ist viel zu dick und ich glaube, ja, wirklich viel zu dick. Der echte Spacer ist viel kleiner und der wird einfach hier durchgeschoben unter der Haut und kommt hier vorne jetzt wieder raus. Ich versuche das mal so ein bisschen zu zeigen. Der kommt hier vorne wieder raus und hier hinten kommt er raus. Der ist auch nicht so lang, ja? Also das ist jetzt hier so ein Stück Gartenschlauch, was ich eigentlich für was anderes verwende, aber egal. Und jeden Tag muss das Ding auch rausgezogen werden. Dann dieser Tunnel muss dann gespült werden und dann anschließend wieder reingeschoben werden, sodass das auch schön keimfrei bleibt und sich nicht entzündet und sowas. Und in diesem halben Jahr wächst dann dieser Hauttunnel, diese Spenderhaut, die in dem Hauttunnel verpflanzt worden ist, schön zusammen. So, ich habe es jetzt mal versucht mit Knete darzustellen, wie es am Ende aussehen würde. Stellt euch vor, das ist nicht einfach nur Knete, sondern meine echte Haut. Es steht auch nicht so weit heraus. Also das ist ja jetzt wirklich nur ein Gartenschlauch, den ich noch nicht zusammengekürzt habe. Den nehme ich eigentlich für was anderes. Der steht vielleicht nur so ein Stückchen an der Seite und 1-2 cm auf der anderen Seite raus und ihr tragt darum meistens so einen Verband, damit das einfach nur aussieht, als ob ihr euch einen Arm gebrochen habt. Also kein anderer Mensch wird das sehen, dass ihr hier mal eben so einen Schlauch unter der Haut stecken habt. Ist also alles nicht ganz so kompliziert, aber ihr müsst es halt ein halbes Jahr tragen, ne? Das bleibt dabei. So, und dann nach diesem halben Jahr, dann kommt die eigentliche Penoid-Aufbauoperation. Dann wird nämlich der Hautlappen entfernt, in dem hier diese präforierte Harnröhre drin steckt und dann braucht ihr ungefähr nur von hier bis da Spenderhaut, weil was dann passiert ist, ich versuche es mal darzustellen. Hier steckt der Spacer drin, drumherum das Gelbe, das ist die Spenderhaut, die in diesem Hauttunnel für die präforierte Harnröhre ja schon eingesetzt worden ist und die jetzt im Idealfall nach einem halben Jahr auch so schön verwachsen ist, dass das auch alles schön stabil ist und verheilt und nicht nochmal entzündet. Und dann wird hier einfach nur so eine Wurst gerollt. Zack und fertig. Und das übrige Stück Haut brauchen wir gar nicht. Deswegen, wer die Operationstechnik mit dem Spacer macht, braucht letztlich von seinem Arm einen wesentlich kleineren Spenderhautlappen. Das ist halt der Charme bei dieser präforierten Harnröhre. Die Spenderhaut, die am Arm entfernt wird, die ist halt dann auch nicht so groß und die Narbe, die ihr am Ende zurückbehaltet, ist halt auch nicht so groß. Also weil, machen wir uns nichts vor, wer den Penoidaufbau macht, der hat am Ende eine riesengroße Narbe im Arm, einen riesengroßen Krater. Wie der später gefüllt wird, dazu komme ich später nochmal, aber der ist halt erstmal da und manche stört es eben sehr stark. Und für diejenigen ist es eben eine ganz gute Geschichte, wenn sie eine Operationstechnik haben, bei der die Narbe möglichst klein bleibt und auch möglichst so unten auf der Unterseite des Arms, wo man so im täglichen Leben dann noch nicht so oft hinguckt. So, das ist also die Technik, wie der Penoid am Ende gerollt wird, wenn man den Spacer verwendet. Wer keinen Spacer verwendet, der bekommt am Tag der Operation, der Aufbauoperation, einen Hautlappen entfernt, der ist halt etwas größer. Und jetzt wird die Harnröhre aus dem Hautlappen mitgerollt. Und das sieht in etwa so aus. Ich nehme hier mal so einen Stift. So, der wird erstmal hier auf rechts gedreht, also das ist die Oberseite eurer Haut. Das hier ist die Unterseite der Haut. Ich hoffe, man erkennt es farblich auch. Und dann wird als erstes wird die Harnröhre selbst gerollt. So, jetzt seht ihr hier das Rote, also die Unterseite der Haut zeigt jetzt nach außen. Jetzt drehe ich den ganz Kladderadatsch einmal rum und jetzt mache ich das Gleiche nochmal so rum. Jetzt rolle ich
einmal nochmal um den ganzen Dünns rum. Zack. Sieht aus wie ein Wrap. So in etwa, hier wird dann eine Naht gemacht und das ganze Ding wird dann so an den Körper rangenäht. Und hier, wo jetzt der Stift drin steckt, ist dann eine Harnröhre. Also am Ende das Ergebnis ist das gleiche. Wir haben am Ende einen Tunnel, der mit Haut ausgekleidet ist. Nur beim Spacer besteht der Tunnel aus einem Spenderhautgewebe, was ein halbes Jahr vor der Operation in den Hauttunnel eingesetzt worden ist und der von irgendwo anders herkommt und der ein halbes Jahr Zeit hat zu verheilen. Hoffentlich zu verheilen jedenfalls. Und bei der zweiten Methode wird die Harnröhre am Tag der Operation aus dem Hautstück selbst geformt. Ja, ne, das ist jetzt die Frage, was jetzt davon besser ist. Gibt es keine Antwort, sondern es ist halt eine andere Technik. Das Ganze wird natürlich hier vorne an den Enden schön zusammengenäht, sodass man hier nicht auf die offenen Wunden schaut, sondern die Haut natürlich am Ende schön verkleidet und vernäht wird. Und am Ende habt ihr im Prinzip, ich sage es jetzt mal ganz salopp, am Ende des ersten Operationsschrittes habt ihr erstmal eine Wurst, die ungefähr hier rangenäht worden ist. Viel mehr ist das erstmal noch nicht. Weil, das ist schon mal der nächste Disclaimer, es gibt nicht die eine Aufbauoperation. Also ihr werdet nicht in wie so einen Backofen reingeschoben und dann kommt ihr fertig raus, sondern das sind viele einzelne Operationsschritte. Und der erste Operationsschritt sieht erstmal nur vor, den Penoid selbst zu formen. In den weiteren Schritten wird dann mehr Funktion und mehr für die Optik hinzugefügt. Kommen wir gleich dazu. Nächste Sache, ich sagte ja, ich sprach ja von Funktionalität. Die erste Funktionalität, man muss durchpinkeln können, ist hiermit erfüllt. Also hier ist jetzt eine Röhre drin, ne? Die geht von hier bis nach hinten durch. An der Stelle wird sie an den Körper rangenäht, fertig. Da könnt ihr durchpinkeln. Und die Harnröhre wird dann so in dem Körper gelegt, dass die hier vorne auch rausführt. Das ist nochmal eine komplett andere Geschichte, komme ich in einem anderen Video dazu. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Harnröhre hier vorne rauskommt und das ganze Ding am Ende, ich nehme mal eins von meinen Modellen, von meinen früheren Videos, das ist jetzt so ein Modell von einem Genitalbereich, der unter Testosteron schon ein bisschen größer geworden ist. Ich nehme jetzt mal ein Modell, was sehr dankbares Wachstum gezeigt hat, damit man das schön zeigen kann. Also hier auf die Klitoris-Eichel wird am Ende der Schaft, der aus der Spenderhaut geformt wird, draufgesetzt. Das nennt man dann auch eine versenkte Klitoris. Wenn ihr vorher schon einen Klitpen machen lassen habt, dann kommt hier sowieso schon vorne aus dem Zentrum der Eichel die Harnröhre schon raus. Aber das ist ein anderes Video, das werde ich euch ein andermal erklären. Wir bleiben jetzt erstmal dabei, so, Klitoris wird im Penoid versenkt und so sieht das dann am Ende des ersten Operationsschrittes aus. Ihr habt in dem Gefühl, das heißt also, wenn ihr dann da drüber fahrt, spürt ihr diese Berührungen. Das liegt daran, dass nicht nur der Hautlappen, sondern auch so ein Nerv aus dem Arm entfernt worden ist. Der Nerv liegt ungefähr hier. Das heißt, ihr habt am Ende nicht nur eine Narbe, die so ein Rechteck um euren Unterarm drum geht, sondern auch noch so irgendwie wie so einen kleinen Pfad nach oben geht, weil hier oben irgendwie so ein Nerv liegt, der wird mitgenommen und der wird dann in der Leiste wieder angeschlossen, sodass ihr das Gefühl in diesem Penoid habt. Das hat aber nichts mit sexuellem Gefühl zu tun, sondern das ist nur Hautgefühl. Das sexuelle Gefühl kommt anderweitig zustande. Das werde ich euch nachher noch erzählen, wenn es dann um die Prothese geht, weil das ist ja nur der erste Schritt. Jetzt kommen noch weitere Schritte. Der nächste Schritt ist, je nachdem in welcher Reihenfolge ihr das gerne hättet, wahrscheinlich irgendeine Art von Penisprothese. Um diese momentan noch sehr labberige und bewegliche Hautwurst irgendwie zum Versteifen zu bekommen, werden jetzt Stäbe eingesetzt, die diese Versteifung ermöglichen. Und auch da gibt es zwei verschiedene Patente. Von dem einen habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Die Stäbe werden also unter die Haut links und rechts der Harnröhre gesetzt. Und einer dieser beiden Patente sieht vor, dass der Stab selbst eigentlich ein relativ labberiges Ding ist. Der wird dann hier ungefähr so reingesetzt, unter die Haut natürlich. Und der kann weich sein, der kann aber auch sich verhärten, wenn man nämlich Flüssigkeit reinpumpt. Das ist dann etwa wie bei diesem Luftballon. Der ist ja jetzt erstmal relativ weich und dann, wenn ich jetzt nicht, stellt euch jetzt vor, dass es keine Luft ist, sondern Flüssigkeit ist, dann passiert Folgendes.
ne, dann wird das Ding halt straff und prall und nimmt halt eine relativ gerade und steife Form an. Und wenn ihr das unter der Haut mit 2 solchen Luftballons macht, dann geht die Haut damit und ist dann auch relativ stabil, sodass man damit auch Sex haben kann. Woher kommt diese Flüssigkeit, die in diesen Stab hineingepumpt wird? Das ist einfach ein Flüssigkeitsreservoir, eine Blase, vielleicht so groß. Die wird im Bauchraum implantiert unter die Haut. Mithilfe einer Pumpe kann dann die Flüssigkeit zwischen dem Wasserreservoir im Bauch und dem Penoid hin und her gepumpt werden. Und diese kleine Pumpe wird dann im Hodensack untergebracht. Der Hodensack selbst wiederum wird hergestellt oder geformt aus den großen Labien. Da wird einfach nur ein kleiner Schnitt gesetzt und dann ein Silikonei reingesetzt. Und so sieht am Ende die ehemalige Schamlippe aus wie ein Hodensack. Und in dem einen der beiden Hoden befindet sich dann halt gar nicht so ein Ei, sondern so eine kleine Pumpe. Und dann ist das alles schön untergebracht, sodass es gut aussieht und gleichzeitig funktional ist, weil mit dieser kleinen Pumpe lässt sich dann der Penis versteifen und auch wieder in den schlaffen Zustand zurückversetzen. Die andere Möglichkeit anstatt dieses Pumpsystems besteht darin, dass man einfach einen Stab einsetzt, der ständig steif ist, sodass der Penis selbst also praktisch dauersteif ist und man kann ihn dann nur so beiseite klappen, sodass er nicht ständig wie so eine Eins in die Weltgeschichte hinaus zeigt, was vielleicht auch zu Irritationen im Schwimmbad sorgen könnte. Das wird nicht mehr so oft gemacht. Noch beliebter ist so ein halbsteifer Stab, der so für den Sex zwar verwendet werden kann, aber trotzdem noch weich genug ist, um ihn so zu biegen, ne? Sodass man den in die Richtung biegen kann, wie er sein soll, auch mal nach unten. Ja, und dann ist der praktisch so all in one, so ein bisschen halb steif, aber auch nicht zu steif. Hat halt den Charme, mit diesen Stäben ist das vielleicht nicht ganz so funktional und vielleicht auch ein bisschen schwierig zu verstauen, weil wenn du so einen Stab hast, der halt ständig halb steif oder ganz steif ist, du kriegst den halt nie so untergebracht, dass der aussieht wie ein natürlicher Penis liegen würde, sondern der liegt halt dann irgendwie immer so ins rechte Hosenbein rein, der guckt dann schon fast hier aus der Boxershorts raus. Das ist vielleicht irritierend und sieht vielleicht nicht ganz so natürlich aus, aber hat natürlich den Charme, dass du mit so einem Stab nicht viele Verschleißteile hast. Ne? Bei der Pumpe habe ich ja gerade erzählt, du hast da ein Reservoir, du hast dann Stäbe, die sich versteifen oder eben auch nicht versteifen und du hast ein Schlauchsystem dazwischen, dann pumpst du dazwischen, also das sind wahnsinnig viele Teile, Ventile und Zeug, was verschleißen kann und was halt auch kaputt gehen kann. Bei so einem Stab hast du halt einen Stab und fertig, da kann nicht viel kaputt gehen, also außer der Stab selbst macht irgendwelche Schwierigkeiten oder ist nicht richtig platziert, dann kann er natürlich auch Probleme machen. Aber ansonsten ist dann eben das Risiko für irgendwelche Komplikationen etwas geringer. Hat also auch, jede Operationstechnik hat so ihre Vor- und ihre Nachteile. So, das heißt also, der nächste Operationsschritt, wenn man dann die Funktionalität reingebracht hat und der Penis sich versteifen lässt, wenn der geglückt ist und das ganze Ergebnis abgeheilt ist, dann lässt sich damit auch Sex haben. Die Patienten beschreiben auch, also die meisten zumindest, dass sie dann am Ende tatsächlich auch stimuliert werden beim Sex, weil, ich komme nochmal auf mein Modell zurück, der ganze Penoid wird ja auf die Klitoris-Eichel oder den Klitorisschaft aufgesetzt, also eine versenkte Klitoris wird ja produziert, so nennt man das ja dann am Ende auch, so ungefähr. Und am Ende, wenn dann Sex stattfindet, also so Stoßbewegungen durchgeführt werden, dann bewegt sich die Klitoris in dem Schaft ja auch so ein Stück vor und zurück. Das heißt, die Stimulation findet an der Klitoris selbst statt, wie durch so ein Sleeve. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, wo ich verschiedene Sexspielzeuge auch für Transpersonen vorgestellt habe. Das verlinke ich euch hier nochmal. Und am Ende funktioniert die Stimulation wie bei so einem Silikonsleeve, den ihr durch eure nicht operierte Eichel oder an eurem nicht operierten Schaft verwendet. Durch so ein Pumpen und Drücken und Saugen produziert. Und genauso funktioniert es dann beim Sex halt auch. Die Stimulation erfolgt hier unten, nicht hier vorne. Das ist halt der Unterschied zu einem Cis-Penis. Die Stimulation beim Transmann findet dann eben auch an der Eichel, aber eben an der Klitoris-Eichel hier drinnen statt. Und der letzte Operationsschritt, der macht dann das ganze Ergebnis noch ein bisschen hübscher, sage ich jetzt mal. Also damit das Ganze auch mehr nach Penis aussieht und nicht nur so nach Wurst. Das kann auch, je nach Operation kann das auch in einem gemacht werden. Ich versuche mal etwas näher ranzukommen. So,
Das heißt, das ist jetzt die Seite, die am Körper festhängt. Und das ist jetzt hier die Eichel. Wenn das Ganze schön verheilt ist, sieht das vielleicht so aus. Und was wir jetzt formen müssen, ist noch eine Glanz, also eine Eichel. Und die wird produziert, indem hier einmal reingeschnitten wird. Und zwar mit genau so einem schäbigen, ollen Messing-Spielzeug, wie ich das hier habe. Also natürlich nicht, ne? Das wird natürlich alles mit einem echten Skalpell gemacht, aber habe ich jetzt hier halt zufälligerweise gerade nicht da. Komisch. So, wird einmal rundherum geschnitten. Ich forme das mal schnell. Haben wir jetzt hier überall so einen Schnitt drumherum gesetzt und jetzt wird an dieser Stelle die Haut einfach ein bisschen auseinandergezogen. Das heißt, es wird einfach nur ein Schnitt reingesetzt, der die Eichel optisch von dem Rest des Schafts abhebt und schon hat man ein wesentlich realistischeres Ergebnis, was auch wirklich mehr nach Penis aussieht. Also so sieht es jetzt ehrlich gesagt richtig nach Penis aus. So, zu guter Letzt, nachdem ich euch nun gezeigt habe, wie der Penoid selbst so geformt wird und wie das alles so grundsätzlich funktioniert, eine gar nicht so irrelevante Frage, nämlich was ist denn jetzt mit dem Arm? Von dem haben wir ja die Spenderhaut genommen und der hat ja jetzt selber keine Haut mehr. Was ist denn damit jetzt? Da ist dann ein relativ starker, ich sage jetzt mal Krater, da geht also so eine richtige Kante von der bestehenden Haut vom Handgelenk runter und dann sieht man da, was halt in so einem Arm drin ist. Ich will nicht genauer ins Detail gehen und ja, das ist nicht ganz so appetitlich und das kann auch nicht so bleiben. Deswegen muss da auch wieder Spenderhaut draufgebracht werden. Also ihr merkt schon, Spenderhaut ist irgendwie so das Lieblingsthema, um das es sich bei dem Penoidaufbau dreht immer wieder. Ja, Spenderhaut, auch da wird Haut genommen, aber nicht von irgendeinem sichtbaren Teil, sondern meistens vom Bauchbereich. Ich sage jetzt mal so, die meisten Fotos, die ich so gesehen habe von Aufbauoperationen, da hatten die Leute dann hier so, ich zeige es mal kurz, so unterhalb des Bauchnabels, hier ungefähr, so eine breite Narbe. Die kann man sich so mit dem Aufbau selber gar nicht erklären, weil da wird ja gar nichts gemacht. Was einfach daran liegt, dass aus diesem Bereich auch so ein spindelförmiger Hautlappen entfernt wird. Und dann wird das hier aufgebracht, damit dem Körper geholfen wird, hier wieder frische Haut nachwachsen zu lassen. Weil was am Ende passiert nach 1, 2 Jahren, ist das hier alles wieder mit Haut zugewachsen. Die Haut kann ein bisschen anders aussehen. Sie kann auch ein bisschen vernarbter aussehen, also je nachdem, was ihr so ein Heilungstyp seid, ist das eher ein bisschen heller oder auch ein bisschen dunkler, gerade an den Rändern. Aber so von Weitem, wenn man nicht dolle drauf achtet, sieht das nach ein paar Jahren gar nicht mehr so schlimm aus. Eher wie eine Brandverletzung vielleicht oder so. Ansonsten wollte ich euch jetzt nur mal demonstrieren, wie das so ungefähr abläuft, was es für Techniken gibt, wie die dann aussehen und wie das Ergebnis dann aussehen kann. Ich habe versucht, so viel wie möglich Vorteile und auch Nachteile der einzelnen Techniken aufzuzeigen, was ihr am Ende, ob ihr überhaupt so einen Aufbau haben wollt, das überlasse ich komplett euch selbst. Ihr seid deswegen nicht mehr oder weniger männlich, nur weil ihr sowas habt oder nicht habt. Am besten trefft ihr am Ende eine kluge und eine reflektierte Entscheidung. Ich selbst habe diese Aufbauoperationen nicht machen lassen, kann euch also zu den einzelnen Operateuren selbst überhaupt nichts sagen, auch keine persönlichen Erfahrungsberichte oder sowas. Da schaut ihr am besten andere Channels, die sowas haben machen lassen und die euch dann auch erzählen, wo sie das machen lassen haben, ob sie damit zufrieden sind, etc. etc. Und ja, und informiert euch einfach wirklich vorher bei verschiedenen Operateuren, das habe ich ja bei der Mastektomie auch schon gesagt, damit ihr am Ende nicht nur eine Meinung habt, sondern verschiedene Meinungen und ihr am Ende die Operation wählen könnt, die für euch am besten ist. Hoffentlich mit dem bestmöglichen Ergebnis, mit dem ihr am Ende auch zufrieden seid. Gut, und in einem weiteren, späteren Video werde ich dann noch andere Operationen vorstellen, vor allem den Clitpen. Und ja, wenn ihr noch irgendwas anderes habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare, worüber ihr auch noch etwas wissen wollt. Ansonsten verbleibe ich euch mit Penoiden Grüßen. Euer Kater Schnurz.